Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe. Mein Name ist Lars Korsten und Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind zum Beispiel die Oscar Echo Lima Zulu Papa fliegt wieder. Am Flughafen in New York LaGuardia, da gibt es Probleme, die wohl strukturell sind, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Wir haben die Frage heute, was sind Hyatt-Punkte wert? Sind sie weniger wert? Sind sie mehr wert? Wie ist der Wert überhaupt nach der Entwertung? Und wir haben natürlich das Thema Gepäck. American Airlines und amerikanische Fluggesellschaften, aber auch deutsche Fluggesellschaften wollen Schäden immer als Wear and Tear, also als Gebrauch abweisen und wollen dann nicht bezahlen. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, zu kommentieren und zu abonnieren und kommt auf School und dann besprechen wir die Themen gerne. Ja, nach dem tödlichen Zusammenstoß gestern der CAJ mit dem Feuerwehrfahrzeug, bei dem die Cockpit-Crew ihr Leben verlor, gibt es Stimmen, die sagten, es war nur eine Frage der Zeit. Und damit rückt der Flughafen LaGuardia in den Fokus. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Der Flughafen LaGuardia ist ein anspruchsvoller Flughafen auf kleinstem Raum mit kreuzenden Lande- und Startbahnen. Heißt also ein System, was sehr konzentrationspflichtig ist. Leute müssen da ihre Arbeit gewissenhaft tun, weil jeder kleinste Fehler natürlich auch ein Problem sein kann. Der Unfall mit der CAJ 900 gegen das Feuerwehrfahrzeug, wenn man es so sagen will, ist ein trauriger Beweis davon. Die Ermittlungen der NTSB verlaufen verzögert an oder laufen verzögert an, weil auch die NTSB Probleme bei der Anreise hat, weil gerade in dem New Yorker Luftraum ist es halt wirklich sehr, sehr eng. Die Flugschreiber sind geborgen, sind natürlich intakt. Die historischen Daten zeigen aber, dass wir in LaGuardia viele Runway-Incursions hatten, wo also auch Fahrzeuge von den Bodendienstleistern oder sowas über die Startbahn gefahren sind, ohne Freigabe sogar. 2015 kreuzte ein Fahrzeug die Startbahn während eines Take-Offs und 2000 überfliegt ein A320 extrem niedrig ein Fahrzeug. Ich sagte es ja bereits, die Flughafenstruktur ist sehr, sehr eng, sich kreuzende Runways und man hat eine sehr, sehr hohe Verkehrsdichte. Und ja, es war gestern nur ein Controller auf dem Turm und der sowohl für Abflug und auch für Boden zuständig war. Natürlich ist es so, dass gewisse SOPs, also Standard Operational Procedures, angepasst werden müssen und dass es ein erhöhtes Sicherheitsrisiko gibt an Flughäfen. Es sind halt Infrastrukturprobleme, gerade in den USA, wo Mangel an Fluglotsen herrscht. Und da sollte man einfach mal gucken, inwieweit das vielleicht auch Slot-Restriktionen nach sich zieht oder Traffic-Reduktionen. Jennifer Homendy, das ist die Dame vom NTSB, beklagt sich darüber, dass es halt wirklich zäh und verlangsamt abläuft mit der Arbeit, weil die Leute wirklich sehr viel Zeit brauchen, um alleine anzureisen. Die Risiken waren ja bekannt, warum sind sie nicht angegangen worden? Und das Ground Handling ist wohl ein größeres Sicherheitsproblem und braucht es strenge Regularien in den USA. Das Thema war zum Beispiel gestern, glaube ich, war es eine 737, die dort Hilfe brauchte von der Feuerwehr. Die konnte auch nicht ans Gate, die wollte, ich weiß gar nicht ganz genau, was da war, aber war also wirklich wieder so ein Zusammentreffen von vielen, vielen Sachen. Sind Flughäfen wie LaGuardia überhaupt sicher zu betreiben? Das ist die Frage des Tages. Beim Thema Flugzeug Auer 320 kehrt zurück nach der Engine-Krise. Nach über einem Jahr Stillstand ist ein A320neo von Austrian Airlines wieder in die Luft gegangen, nachdem man Triebwerke gefunden hat. Der globale Mangel an den Pratt & Whitney Triebwerken zwang Austrian dazu, das Flugzeug quasi zum Gleiter zu machen. Gleiter sind Flugzeuge, die keine Triebwerke haben, aber ansonsten topfit sind. Die Oscar Echo Lima Zulu Papa, 13 Monate Stillstand wegen der Triebwerke. Die Triebwerke wurden zwischen Flugzeugen getauscht. Der Testflug 2,5 Stunden gedauert, 2,5 Stunden, komplexes Prüfprogramm.
und die mögliche Übergabe an Edelweiss. Ein Wechsel auf CFM-Triebwerke ist sogar geplant. Das heißt also, dass man dort die Pratt & Whitney-Triebwerke nicht mehr benutzen möchte. Die OEM-Triebwerke, also die Original Equipment Manufacturer, also die Triebwerke, die von dort angebracht sind, von Pratt & Whitney, verursachen wirklich massive Probleme, weil sie halt immer noch diese Nachruf- bzw. Rückruf haben und diese operative Ineffizienz. Und die Flugausfälle und die reduzierten Frequenzen sind natürlich dadurch für uns ein Problem als Passagiere und dass die älteren Maschinen länger im Einsatz bleiben. Auch gerade wenn man so sieht, dass dort der Wechsel von Pratt & Whitney zu CFM passiert, ist auch wieder so ein Vertrauensverlust der Fluggesellschaften, oder sie wollen halt ein Risiko minimieren. Und Flottenharmonisierung ist ja wichtiger denn je, weil es mehr Kosten verursacht. Aber das Supply Chain Problem bleibt anscheinend bestehen und die Hersteller sind weiter unter Druck. Ja, ehrlicherweise, Triebwerke sind immer noch ein Riesenproblem in der Luftfahrtbranche. Ich denke mal, dass man da echt sich fragen muss, was da los ist. Gepäckschäden sind auch Themen, die man hat. Heißt also, drücken sich Fluggesellschaften bei Gepäckschäden. Ein Fall bei American Airlines zeigt erneut, wie Airlines versuchen, Gepäckschäden als normalen Wear and Tear abzulehnen, also als normale Gebrauchsspuren, trotz der regularischen Vorgaben. Der Koffer wurde ohne Rad zurückgegeben. Die Airline sagt, nee, das ist normal. Die DOT-Regeln sagen ganz klar, dass man pauschal Ausschlüsse wie zum Beispiel Räder sind einfach verboten. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass die Freunde von Qatar das bei mir auch mal versucht haben und gesagt haben, so ist das. Und damit nutzen die Airlines natürlich eine Grauzone. Auch ist die Haftung eingeschränkt bei Materialfehlern und die Regeln sind bei allen Fluggesellschaften so, da kannst du auch JetBlue, Spirit oder United nehmen. Ist klar, dass man Kosten minimieren will bei den Claims und dass auch aggressive Claim-Abwehr genannt werden kann. Die höhere Hürde für Passagiere ist da und Unsicherheit bei Rechten. Ja, schwache Durchsetzung auch durch das Department of Transportation, weil die haben sich ja dort auch schon mal bei den Beschwerden haben gesagt, so nicht. Ist es ein Missbrauch, dass wenn Fluggesellschaften sagen, naja, so ein Koffer, der ist halt Wear and Tear, das ist so, da müsst ihr euch drum kümmern, oder ist das etwas, wo man sagt, naja, kann passieren am Ende des Tages, wobei ich sehe das halt als Problem an. Habt ihr so etwas überhaupt über die Kreditkarte abgerechnet als Credit Card Protection? Und hattet ihr schon mal oder hattest du schon mal Stress mit Gepäck? Ich hatte es schon öfters. Also ich finde eigentlich, Gepäck ist neben den Annullierungen einer der problematischsten Fälle der Luftfahrtbranche. Hyatt. Hyatt-Punkte verlieren an Wert, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin trotzdem Fan von Hyatt. Und ich habe mal geguckt, was Punkte so wert sind. 1,7 Cent würde ich jetzt mal so sagen, mit sinkender Tendenz durch die kommenden Änderungen. Der aktuelle Wert ist halt so in der Mitte irgendwo bei 1,7. Wenn man Properties findet, kann man sogar 2,2 oder 2,5 rausholen. Aber der Preisanstieg ist mit 67% natürlich massiv. Und schwach waren immer All-Inclusive und die Mr. und Mrs. Smith, das kennen wir ja schon, das war so. Das ist eine klassische Devaluation. Value wird halt leider komplexer, manchmal lohnt sich, manchmal nicht. Und mehr dynamische Preisgestaltung durch diese Punkte. Das Programm wird damit natürlich wesentlich weniger transparent. Aber jetzt gucken wir uns das mal an, was das im Markt bedeutet. Hyatt ist weiterhin stark, aber der Trend ist natürlich ganz klar negativ. Denn auch hier wieder Leiden auf hohem Niveau. Man muss ehrlicherweise sagen, dass Fluggesellschaften hier ehrlicherweise auch nicht besser sind als Hotels. Aber bei den Hotels ist es halt evidenter, weil Marriott und so weiter und Hilton, wie sie alle heißen, auch diese Punkte nach unten gehen. Gehen nach unten. Es ist eine leichte, aber klare Entwertung und die Frage ist es natürlich wert, weiter Hotelprogramme Status zu besorgen und der Status zu behalten. Ganz wichtig in meinen Augen ist es trotzdem, weil gerade Hotelstatus immer noch mehr Benefits bringt, Lounge, Upgrades und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Hotels, wo ich bin ich zufrieden, weil ich kriege meine Upgrades, ich habe da meine Vorteile
Und ihr könnt ja mal gerne dazu antworten, was eure Meinung dazu ist. Ja, das Fazit der Sendung ist natürlich, dass am Boden in den USA gerade viele Probleme sind wegen den engen Flughäfen und dass es dort natürlich wesentlich mehr Aufmerksamkeit bedarf und dass dort halt wirklich klar Schiff gemacht werden muss. Auch ist es so, dass natürlich für die Fluggesellschaften, gerade wenn man sieht, dass CFM Pratt & Whitney Triebwerke ablöst, das heißt also, dass Triebwerke ausgetauscht werden, was ja nicht einfach mal so schwupp schwupp geht, da müssen noch einige andere Sachen ausgetauscht werden, zeigt natürlich, dass die Fluggesellschaften immer noch sagen, dass die Triebwerke ein Top-Risiko sind. Auch ist es so, dass Airlines die Kosten drücken bei uns bei den Kundenrechten, auch wenn es um Gepäck geht, nicht nur bei den Flugverspätungen oder Annullierungen. Und Hyatt zeigt natürlich, dass Loyalitätsprogramme alle, auch egal wie gut sie sind, irgendwann mal schlechter werden. Und das ist halt wirklich ein Thema. Ihr könnt am Ende des Tages wie immer mit eurer Stimme hier eure Meinung kundtun, könnt unten kommentieren, könnt auf Skool kommentieren und könnt natürlich wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen. Ich freue mich darauf und ich freue mich bis zur nächsten Sendung. Euch alles Gute. Bis dann. Und ach ja, Ende der Woche in Frankfurt, nein, in München, Entschuldigung, am Freitag in München und am Samstag in Zürich Stammtisch für Kurzentschlossene, wer noch dazu stoßen möchte. Also, bis dann. Ciao.